Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Currypulver herstellen könnt. Dieses Currypulver ist unglaublich vielseitig und kann verwendet werden, um Hähnchengerichte, Suppen und klassische Currys zu würzen. Ich habe eine Mischung aus meinen Lieblingsgewürzen zusammengestellt, aber ihr könnt das Rezept natürlich nach euren Geschmack anpassen. Viele im Handel erhältliche Currypulvermischungen haben auch noch Knoblauch, den ich wegen einer Unverträglichkeit weggelassen habe. Und wenn es dir genauso geht, dann ist dieses Rezept perfekt für dich. Aber wenn du Knoblauch magst, dann kannst du natürlich auch etwas Knoblauch in die Currypulvermischung dazugeben. Und jetzt lasst uns anfangen, um eure Küchen mit den herrlichen Aromen von selbstgemachten Currypulver zu füllen. Für dieses Rezept benötigst du gemahlene Kurkuma, Fenchel, Kümmel, Senfkörner, Koriandersamen, Pfefferkörner, gemahlenen Ingwer, 1 bis 2 Chilischoten, 2 Zimtstangen und 5 Kardamomkapseln. Zuerst werden die ganzen ungemahlenen Gewürze in einer trockenen Pfanne leicht angeröstet. Dieser Schritt verstärkt das Aroma der Gewürze noch einmal deutlich. Gib die Gewürze in eine trockene Pfanne und erhitze sie bei mittlerer Hitze für etwa 3 bis 5 Minuten. Rühre dabei gelegentlich damit sie nicht verbrennen und gleichmäßig geröstet werden. Nach dem Rösten gibst du die Gewürze auf einen Teller und lässt sie vollständig abkühlen. Erst wenn sie vollständig abgekühlt sind, werden die Gewürze gemahlen. Entferne bei den Chilischoten den Stielansatz und öffne die Kardamomkapseln, um nur die Samen zu verwenden. Gib alle Gewürze in eine Gewürzmühle und mahle sie fein. Überprüfe dabei immer wieder den Mahlgrad, um sicherzustellen, dass die Mischung schön fein ist. Anschließend gibst du die gemahlenen Gewürze in eine Schüssel und misch den gemahlenen Kurkuma und Ingwer unter. Die fertige Currymischung solltest du in einem sauberen, luftdichten Glas aufbewahren. Sie ist etwa 6 bis 12 Monate haltbar, wenn sie kühl, trocken und dunkel gelagert wird. Diese Currymischung eignet sich hervorragend, um Hähnchengerichte, Suppen oder andere Currygerichte zu würzen. So schnell ist es schon fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr seid inspiriert, euer eigenes Currypulver zu mischen. Denkt daran, dass ihr die Zutaten nach eurem Geschmack anpassen könnt. Und ganz wichtig beim Würzen, nicht vergessen etwas Salz dazugeben, weil meine Currypulvermischung keine Salz enthält. Wenn ihr mehr von den Gewürzen auf einmal zubereiten möchtet, dann könnt ihr die Zutaten ganz einfach verdoppeln oder verdreifachen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, für welche Gerichte ihr den Currypulver gerne verwendet und welche Gewürze ihr gerne für den Currypulver nimmt. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.